Heute klären wir wieder einmal wichtige Fragen im Umgang mit eurem Hefewasser. Hallo, hier ist Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasserkanal. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. So, ihr habt mir einige Fragen gestellt und euch hierzu ein separates Video gewünscht. Das zeige ich euch natürlich gerne und ich verlinke euch aber auch noch vorher eine Playlist oben rechts unter dem i und auch unten in der Beschreibung. Bei dieser habt ihr wirklich sehr viele informative Videos, die euch auch oft weiterhelfen bei Fragen, die dann vielleicht noch ungeklärt bleiben, weil ich nicht sofort antworte. Ganz häufig schicke ich euch dann nämlich die Links von den Videos und sage, das hatten wir schon mal. Das habt ihr bestimmt nicht mitbekommen, weil ihr vielleicht dann noch nicht bei mir wart auf dem Kanal, das Video deswegen nicht kennt. Deswegen schaut immer mal in diese Playlist, denn da sind so viele tolle Videos, wo ich immer mal wieder was Neues ausprobiere und wo auch immer wieder ein neues Video hinzukomme. So, kommen wir zur ersten Frage. Diese war, welche Arten von Hefewasser empfehle ich für welche Teigwaren? Tja, und diese Frage ist wirklich leicht zu beantworten. Ihr könnt wirklich alles benutzen. Ich habe für euch ja auch schon Hefewasser aus Kräutern, Knoblauch, Datteln, Tomaten, Dinkelkörnern und Brotresten gemacht. Früchte klappen generell immer gut, egal ob sie frisch oder getrocknet sind. Wichtig ist hierbei zu beachten, dass sie weder geölt noch geschwefelt sind. Und warum funktioniert es bei den Früchten immer so gut? Das liegt tatsächlich an dem Fruchtzucker, der die Hefekulturen noch mit Nahrung versorgt. Also wenn ihr zum Beispiel Gemüse oder Kräuter verwendet, benötigt ihr in jedem Fall einen Teelöffel Zucker auf 500 Milliliter Wasser. Nutzt ihr Früchte, könnt ihr diesen reduzieren und sogar weglassen. Beim Zucker könnt ihr sowohl Honig, Sirup als auch Kristallzucker verwenden. Birkenzucker, den viele ja aus schlankheitsgesundheitlichen Gründen nehmen, der funktioniert nicht. Nun möchtet ihr ja auch wissen, ob es ein bestimmtes Anstellgut gibt für süße oder deftige Teige. Tatsächlich nehme ich mein Knoblauchhefewasser nicht, wenn ich Schokomuffins backe. Und bei deftigem Gebäck oder auch bei Broten und Brötchen ist das aber dann sehr lecker. Datteln und auch alle anderen Früchte eignen sich meiner Meinung nach sowohl für süße als auch für deftige Rezepte. Ebenso das Hefewasser aus Brotresten und Dinkelkörnern. Aber hier ist tatsächlich alles reine Geschmackssache. Habt ihr ein bestimmtes Lieblingshefewasser? Dann schreibt es mir doch mal unten in die Kommentare. Und probiert hier auch einfach mal alles aus, denn gerade durch die verschiedenen Geschmäcker wird euer Gebäck noch viel besser und hat immer mal wieder andere Nuancen. Es gibt keine Vorgaben oder Grenzen. Und hört sich ein Brot nicht toll an, wenn ihr hierfür ein Hefewasser mit Paprika, Petersilie und Knoblauch angesetzt habt? Wer weiß, was ich da schon wieder für euch vorbereite. So, kommen wir zur zweiten Frage. Könnte es zu sehr nach dem Anstellgut schmecken, also lange Lagerung im Kühlschrank? Und natürlich nimmt euer Hefewasser den Geschmack des Anstellgutes an. Das ist ja auch wünschenswert, weil ihr damit noch tolle Geschmacksnuancen an euer Gebäck geben könnt. Und je länger dabei das Anstellgut im Wasser ist, umso mehr geht dann der Geschmack herüber. Wollt ihr aber eher eine neutralere Hefe haben, dann empfehle ich euch Dinkelkörner oder Brotreste zu verwenden. Die eignen sich wirklich hervorragend hierfür und die Körner könnt ihr dann später wieder im Gebäck weiterverwenden, habe ich euch ja auch schon gezeigt. Und die Brotreste könnt ihr dann zu Paniermehl verarbeiten oder es in einem neuen Brot verbacken. Gehen wir mal weiter zu der dritten Frage. Wie lange hält sich Hefewasser im Kühlschrank? Naja, Hefewasser hält sich, wie auch ein Sauerteig, theoretisch unendlich. Ihr müsst es lediglich immer mal wieder mit Zucker und oder einem Anstellgut füttern, also mit einem frischen Anstellgut. Ich hatte meine wilde Hefe ja auch schon mal 30 Tage lang im Kühlschrank, ohne dass hierbei etwas passiert ist. Und bei der Lagerung könnt ihr auch das Anstellgut immer drinnen lassen. Das muss jetzt nicht extra rausgefiltert werden. Ihr könnt es auch schon drinnen pürieren, wie auch immer ihr das haben wollt. Es gibt halt bei dieser Frage keine pauschale Aussage, wie häufig ihr euer Hefewasser füttern müsst. Das ist einfach so ein Erfahrungswert. Probiert es aus.
Bei mir ist es so, dadurch, dass ich ausschließlich mit meiner wilden Hefe backe, ich habe tatsächlich gar keine Fertighefe aus dem Supermarkt mehr, die ich nutze. Und weil ich das ständig damit backe, brauche ich sie auch häufig und sie bleibt nie länger als 2 Wochen ungenutzt in meinem Kühlschrank. Also testet euch da aus, es dürfte eigentlich nicht viel passieren. Das Schlimmste, was sein könnte, ist, dass eure Hefe an Kraft verliert und die könnt ihr wieder reaktivieren, indem ihr einmal frischen Zucker gebt, neues Anstellgut, bei Zimmertemperatur richtig schön warm und kuschelig stehen lasst und dann wird das auch wieder. So, die 4. Frage gehört noch ein wenig jetzt zu der 3. Und zwar, wie lange kann man einen Teig in den Kühlschrank lagern, ohne dass er sauer wird? Nun, dazu muss man wissen, ein Hefewasser im Kühlschrank wird nicht sauer. Und zwar deswegen nicht, weil er ja bei der Herstellung warm genug war. Hierzu habe ich euch ja auch schon ein ausführliches Video gemacht. Ich verlinke es euch auch nochmal oben rechts unter dem i, sowie auch unten in der Videobeschreibung. Da geht es nämlich darum, warum euer Teig oder auch euer Hefewasser sauer wird und wie ihr dies verhindern könnt. Das liegt nämlich häufig tatsächlich an den Temperaturen. Welche ihr dafür braucht und wie ihr das optimieren könnt bei euch, wenn es kalt sein sollte, das verrate ich euch natürlich da in dem Video. So, und die 5. Frage wird auch mit dem Video zum sauren Hefewasser gelöst. Muss der Teig zum Gehen im Heizungsraum oder ähnliches sein? Und bei welchen Temperaturen kann er am besten gehen? Schaut euch hier wirklich das verlinkte Video von eben gerade an, denn da wird es tatsächlich sehr ausführlich beschrieben. Eure 6. Frage war, woran merkt man, dass das Hefewasser noch aktiv ist? Tja, hier könnt ihr einen kleinen Test machen. Das habe ich euch tatsächlich noch gar nicht gezeigt. Ihr nehmt einfach etwas von eurem Hefewasser und vermengt es mit einem kleinen wenig Mehl. Dinkelmehl, Weizenmehl, so dass es waffelartig wird vielleicht. Und das könnt ihr dann in ein sauberes Glas machen und lasst es bei Zimmertemperatur warm stehen. Und dann sollte es sich innerhalb der nächsten 24 Stunden verdoppeln mindestens. Wenn das der Fall ist eure Hefe noch aktiv, passiert gar nichts, dann stimmt da irgendwas nicht. Dann müsst ihr das Hefewasser nochmal wieder neu ansetzen bzw. nochmal neu füttern. Meistens scheitert es aber eher an der Ungeduld bei Hefeteigen mit Hefewasser. Zumindest war das bei mir auch immer in der Anfangszeit so. Ich habe immer gedacht, das hat nicht genügend Kraft. Also ich kann mich da noch in ein Karottenhefewasser erinnern, das ich per se doof fand, weil das nicht so geklappt hatte. Das lag aber tatsächlich an meiner Ungeduld. So. Die 7. Frage war, kann man Hefewasser auch einfrieren? Ja, das kann man und auch hierzu gibt es schon ein Video, das ich euch gerne oben rechts verlinke. Aber tatsächlich ist es beim Einfrieren so, dass die Zellwände der Hefekulturen platzen können. Nicht unbedingt immer, aber häufig tun sie das. Und ihr dann später beim Auftauen keine bis wenige Hefen habt. Daher empfehle ich eher, das Hefewasser zu trocknen, da dies dann unbegrenzt haltbar ist. Wie beim Trockensauerteig. Aber zur Trockenhefe kommt auch noch mal ein neues Video. Das ist einer der Wünsche, die noch weit oben auf meiner Liste stehen. Und die 8. Frage habe ich somit auch schon beantwortet. Wie lange hält sich getrocknetes Hefewasser? Und ich muss dazu tatsächlich sagen, ich habe meine selbst hergestellte Trockenhefe erst seit einem Jahr. Aber ich vermute, dass es wie beim Sauerteig in der Theorie ewig haltbar ist. Und ich lagere viele meiner Sauerteige trocken im Vorratsraum. Ich habe sie euch ja in meinem Video zu den richtigen Gefäßen mal gezeigt, was ich euch auch gerne noch einmal verlinke. Und ich hoffe, mit diesem Video konnte ich eure Fragen gut beantworten und dass ihr viel Spaß mit eurem Hefewasser beim Backen habt. Bei mir heißt es jetzt wieder, ab in die Küche, neue Rezepte und Dinge für euch ausprobieren. Und auf dem Bildschirm seht ihr neue Videos für euch und ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Eure Emma.